Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um ein Update, in dem Fall von Hans-Peter Mack. In diesem Fall gibt es ja zunächst einmal 3 Tatverdächtige. Dabei handelt es sich um Petra G., Olaf B. und einem Pakistani mit thailändischem Pass. Wer sind diese Personen? Ich habe mich mal im Internet ein bisschen umgeschaut, was ich zu den entsprechenden Leuten finden konnte. Petra G., diese ist den deutschen Behörden bekannt und trägt dort den Namen Party Petra. Sie hat sich in Deutschland als Party- und Eventmanagerin ausgegeben. In Südeuropa organisierte sie zum Beispiel eine Party mit dem früheren Rotlichtkönig Bert Wollersheim und Schauspieler Martin Semmelrogge. Und bezüglich ihrer Betrügereien gibt es auch ein paar interessante Artikel im Internet. Dort heißt es unter anderem, Petra G. erweckt den Eindruck, als wäre sie eine erfolgreiche Eventmanagerin. Sie will große Partys feiern, lässt ihre Geschäftspartner dann aber offenbar auf den Kosten sitzen. Jetzt gingen mehrere Anzeigen bei der Polizei ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Alles fing im Mai 2018 an. Petra G. meldete sich bei Georg Labusch, dem Manager des Bavaria Gewölbe, und sagte, sie wolle eine Party am 27. Juli feiern, um unter anderem ein DJ Dadu aus Kroatien bekannt zu machen. Die Party fand statt, doch die Kosten für Personal und Miete bezahlte Prell Petra bis heute nicht. Labusch zu der Bild-Zeitung: Sie schuldet uns 5.985,46 €. Auf Schreiben reagiert sie nicht, wie auch. Ihre angegebene Adresse in Bogenhausen ist falsch. Labusch stellte dann Anzeige. Dann eine weitere geprellte Person war eine Frau Ilse Füger aus Nagold, und die sagte, ich kenne Petra seit 2015. Wir waren schon zusammen auf VIP-Partys auf Mallorca. Sie kontaktierte mich Ende Juli 2018, erzählte irgendetwas von Stress mit ihrem Freund und ob sie bei mir wohnen könne. Aus Tagen wurden Wochen. Füger behauptet, sie füllte am 21. August mit einer gefälschten Unterschrift eine Wohnungsgeberbestätigung aus und meldete sich mit meiner Adresse an. Füger erstattet Anzeige wegen Urkundenfälschung bei der Polizei. Die Beamten haben mich immer vertröstet. Die bearbeitenden Kollegen seien in Urlaub. Und dann passierte zum Beispiel noch Folgendes, was noch viel krasser ist. Getroffen hat es den Schauspieler und Designer Thomas Lerchenberger. Und zwar gibt es da einen Artikel in der Münchner Abendzeitung und da heißt es, alles fing an mit einer Frau namens Sabine, in Klammern Name geändert. Aber es war Petra G. Also diese Frau mittleren Alters aus Mallorca. Sie meldete sich vor einiger Zeit bei ihm, erzählte, dass sie Events und Künstler betreut und bei der Wiedereröffnungsparty des Contenance Clubs in München, der ehemals geheime Club für reiche Männer, am 27. Juli gerne eine Modenschau seiner Tracht veranstalten würde. Ob das nicht eine prima Idee sei. PR hatte Lerchenberger nicht nötig, die Geschäfte liefen top. Trotzdem könnte so eine Partymodenschau mit Promis und Presse nicht schaden. Gebongt. Und 2 Monate vor dem großen Abend meldete sich Sabine wieder, sagte, dass sie in München sei und ob man sich nicht treffen könne. Bis zur Party wollte sie hier bleiben und eine Unterkunft suchte sie auch noch. Da hatte Lerchenberger eine Idee. Gerade war sein Untermieter nach 10 Jahren der Liebe wegen ausgezogen. Er hatte in seiner Wohnung nach dem Tod der Mutter 4 Platz, war wegen der Geschäfte die nächsten 2 Monate in Mockmühl, Montabaur und sonst wo unterwegs. Wenn sie ihm mit der Präsentation seiner Tracht auf der Party entgegenkam, könnte er ihr auch helfen. Also sagte er den fatalen Satz, du kannst bis zur Party gerne bei mir wohnen. Sie trafen sich in Lerchenbergers Wohnung, redeten, planten, alles gut, dachte er. Als er Ende letzter Woche nach 2 Monaten zurückkam, die Wohnung im Westend aussperrte und sich umschaute, sah er nichts. Alles weg. Möbel, Wertgegenstände, Porzellan, der handgefertigte Glastisch, Sessel, Couch, Sofa, Technik. Ich dachte, ich sei im falschen Film oder in der falschen Wohnung, sagte er zur Abendzeitung.
Da tauchte aus dem Wohnzimmer ein wildfremder Mann auf. »Wer sind Sie?« fragten sich die Männer gegenseitig. Da, wo mein Wohnzimmer war, lebte der zugereiste Rumäne mit seiner Frau auf 2 Matratzen, erklärte Lerchenberger. Er zeigte mir seinen Mietvertrag, den er mit Sabine aufgesetzt hatte. Natürlich alles ungültig, weil ich der Mieter bin. Aber auf den ersten Blick sah der Vertrag seriös aus. Wahnsinn. Kaution und eine erste Miete hatte sie dem armen Paar schon abgenommen. 1.300 €, natürlich in bar. Dann klingelte es an der Tür. 3 Männer, alles rumänische Geschäftsleute, von denen einer etwas Deutsch sprach. Sie fragten mich, wo die Mädels sind. »Welche Mädels?« fragte Lerchenberger. Auf sehr deutliche und nicht gerade diplomatische Art wurde ihm dann mitgeteilt, dass Frauen aus dem Gewerbe zur Wiesn kommen würden. Die müssten irgendwo schlafen. Und Sabine hätte ihnen gesagt, hier. Überhaupt würden sie nur mit Sabine reden. Mit den Worten, alles läuft wie ausgemacht, verschwanden sie. Er versuchte dann, Sabine zu erreichen. Allerdings erreichte er sie nicht. Und auch die Abendzeitung scheiterte bei dem Versuch, die Dame ans Telefon zu kommen. Lerchenberger sagte, ich werde zur Polizei gehen, Anzeige erstatten. Trotzdem ist das ein Albtraum. Eine einzige Party hat mein Leben ruiniert. Mir wurde meine Heimat genommen und besonders leid tut es mir um private Erinnerungsstücke. Die bekomme ich nie wieder. Was ihn am meisten ärgert, ich fühle mich wie ein Vollidiot, wollte nett sein und wurde komplett abgezockt. Also Petra G. scheint da eine ganz besondere Ader zu haben, mit den Leuten umzugehen. Es gab dann auch noch einen Bordellbesitzer, für den sie gearbeitet hat, also ein Event gestartet hat, natürlich mit gleichem Ergebnis. Und er sagte, sie hat so eine mütterliche Art, dass man ihr einfach alles glaubt. Ja, und jetzt seht ihr dann nochmal Petra G. mit Michael Lugner auf einer Michael-Ammer-Party 2018 auf Mallorca. Die fand am gleichen Tag statt wie Lugners Geburtstag. Wer jetzt nicht gleich weiß, wer Richard Lugner ist, das ist der bekannte Baulöwe aus Wien und dann noch das Stichwort Wiener Opernball. Damit habt ihr dann mal einen kleinen Einblick, wer denn Petra ist. Und das ist eben die Frau, mit der Hans-Peter Mark am Tisch saß und deren Auto er dann nach dem Termin gefolgt ist. Das habe ich euch jetzt hier gerade nochmal kurz eingespielt. Petra G. heißt übrigens mit vollem Namen Petra Christel Grundgreif. Der Name wird ja wie üblich in den deutschen Medien möglichst lange unter Verschluss gehalten, aber in den thailändischen Medien wird er offen genannt. Und in dem jetzigen Video seht ihr gerade, wie Petra die Treppen zum Verhörraum in der Polizeiwache hochgeführt wird. Und sie ist nicht gerade begeistert. Eine Reporterin fragt, ob sie nicht etwas zu der Geschichte sagen möchte. Und Petra keift die Reporterin an, dass sie mit ihrem Phone weggehen soll und schlägt es ihr aus der Hand oder versucht es ihr aus der Hand zu schlagen. So wie es aussieht, hat sich Petra selber gestellt, denn anscheinend ist ihr der Druck zu groß geworden. Also ich vermute mal, dass sie bei der ganzen Geschichte die Rolle des Lockvogels gespielt hat. Dann haben wir den zweiten Täter, Olaf B. und auch dessen voller Name ist bekannt. Er heißt Olaf Thorsten Brinkmann. Er hat auch eine Seite auf LinkedIn, die ich natürlich verlinkt habe, und in dieser gibt er sich als CEO of Self-Employed in Phnom Penh, Kambodscha an. Dieser wurde gestern im Bangkok Outlaws Club im On Not Gebiet in Patanakan, Bangkok festgenommen. Das Video der Festnahme seht ihr jetzt hier auch einmal. Damit waren dann schon mal 2 der vermutlich 3 Hauptverdächtigen erst einmal im Polizeigewahrsam. Und dann soll es sich laut T-Online noch so zugetragen haben, dass eine weitere Deutsche, die auch ein T-Shirt von den Outlaws trug und der Polizei aufgefallen ist. Sie gilt aber bisher nicht als mögliche Komplizin. Aber auf der Flucht hat sie sich in einem Restaurant versteckt und sich offenbar beim Eintreffen der Polizei auch absichtlich mit einem Messer am Arm verletzt. Also wenn ich so richtig deute, hat man die dann dort in dem Club dementsprechend gesehen. Und sie hat wohl gemerkt, dass die Polizei auf sie aufmerksam wurde
Und dann ist die weggerannt, hat dann versucht zu flüchten. Und sie hat sich dann wohl erst beruhigt, als die Ermittler ihr versichert haben, dass sie nur als Zeugin gesucht werde. So berichtete auf jeden Fall MGR Online. Und dann gibt es noch einen dritten Tatverdächtigen. Und zwar einen Herrn Sarok Karim Udin. Er ist 27 Jahre alt, Pakistani und hat aber auch einen thailändischen Pass. Und er befindet sich noch nicht in Polizeigewahrsam, er ist derzeit noch auf der Flucht. Erinnert ihr euch, dass ich in dem gestrigen Video ein Bild eingeblendet habe, in dem der Gefrierschrank transportiert wurde? Neben dem Gefrierschrank, also wenn man sich das Bild angeschaut hat, dahinter saß jemand und hat wohl darauf aufgepasst, dass dieser Gefrierschrank eben nicht von dem Pickup fiel. Und das war vermutlich Sarok Karim Udin. Ich habe sie hier nochmal für euch eingeblendet. So, das sind die bisherigen Informationen zu den Tatverdächtigen. Die thailändische Polizei geht aber davon aus, dass es in dem Fall noch mehr Beteiligte gibt. Kommen wir nochmal zurück zum Tatablauf. Wenn ich es anhand der thailändischen News richtig verstanden habe, geht, wie ich vorhin schon gesagt habe, die thailändische Polizei davon aus, dass Petra als Lockvogel fungiert hat, um ihn eben zu dem Haus von Petra zu locken. Was dann dort genau passiert ist, ist bisher noch nicht bekannt. Und auf die Spur zu Hans-Peter Mack kam man durch Aufnahmen von den Überwachungskameras eines Pickups, der eben auf der Ladefläche eine große Gefriertruhe transportierte. Das Fahrzeug soll mit dieser Gefriertruhe eine Strecke von 160 Kilometern gefahren sein, bis der Wagen wieder in Pattaya auftauchte und der Gefrierschrank dann in dem Haus dort abgestellt wurde, wo man dann später Hans-Peter Mack darin gefunden hat. Also da gibt es noch keine klaren Informationen, wo der Gefrierschrank jetzt überhaupt herkam. Für mich sieht es so ein bisschen so aus, als wenn die Tat passiert ist und man dann schnell gesehen hat, dass man einen Gefrierschrank bekommt, als wenn man ihn dann eben bestellt hat oder losgefahren ist, um diesen zu kaufen. Also ich gehe fest davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Gefrierschrank auf dem Pickup gesehen wurde, dass er da noch leer war und dass er für den eigentlichen Zweck erst angeliefert wurde. Da stellt sich natürlich die Frage, warum dann unbedingt ein Gefrierschrank? Also einigen Zeitungsberichten zufolge wurde er nach der Tötung erst eingefroren, bevor man ihn dann in 13 Teile zerteilte. Das hatte den Hintergrund, dass man dann vermeiden wollte, dass eben viel Blut bei der Zerteilung in die entsprechenden Räumlichkeiten fließt, damit dann viel gereinigt werden muss und natürlich dann auch Blutspuren gefunden werden können oder leichter Blutspuren gefunden werden können, als wenn das dann im gefrorenen Zustand ist. Also könnte man schon sagen, dass man da schon sehr geplant vorgegangen ist und das vermutlich nicht zum ersten Mal gemacht hat. Oder Ähnliches nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ist so mal meine Vermutung. Und Petra Grundreif hat dann offenbar kurz nach der Fahrt, als sie mit ihrem Wagen unterwegs war, Reifen und Felgen wechseln lassen, damit das Auto nicht mehr so aussieht wie auf den Bildern von den Überwachungskameras. Das sind die derzeitigen Informationen, die es gibt. Ich vermute mal fast, dass Petra singen wird, also dementsprechend viel erzählen wird, denn ihr wurde der Druck ja zu groß. Und sie ist dann mit einem Anwalt zusammen zu der Polizeistation gegangen, wo sie dann auch verhaftet wurde. Also, dass das Motiv jetzt ganz klar im Geldbereich lag, das dürfte klar sein. Allerdings wird es jetzt natürlich interessant, ob von vornherein geplant war, den Hans-Peter Mack zu töten oder ob er erpresst werden sollte oder ähnliches und das Ganze dann irgendwie eskaliert ist. Die Ermittlungen in diesem Fall hat übrigens Big Joke übernommen. Der ist Generalleutnant bei der thailändischen Polizei und auch Vizechef. Das ist einer der bekanntesten Polizisten des Landes und er ist eine schillernde Figur. Er hat vor allen Dingen Probleme mit illegal in Thailand lebenden Ausländern und eben mit Ausländern, die in Thailand kriminell sind. Seinen ungewöhnlichen Spitznamen trägt er übrigens wegen seiner Gelassenheit,
auch unter Stress und wegen seiner Vorliebe für die thailändische Reissuppe Yok. Also er ist kein großer Witz. So, das war's dann einmal mit dem Update zu diesem Fall. Ich denke mal, morgen werden wir ein weiteres Update haben, weil die Verhöre laufen ja jetzt und dann wird mit Sicherheit wieder die thailändische Polizei vor die Presse treten und weiteres mitteilen. Also sehr gut möglich, dass ihr morgen den dritten Teil von diesem Fall seht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!